Hallo zusammen, wir fertigen heute so ein Servierbrett. Das wirklich Besondere kann man glaube ich schon sehen. Es reagiert auf Berührung und dimmt immer sanft auf und ab. So sieht die Rückseite aus. Man kann schon sehen, dass jede Zelle seine eigene Versorgung, sein eigenes Modul hat. Aber dazu später mehr. Okay, lasst uns loslegen. Das sind die benötigten Werkzeuge, aber als allererstes starten wir mit der Dichtschnur. In meinem Setup verwende ich die Mitte von dem Rohmaterial, deswegen muss ich es mir hier einzeichnen. Und nachdem das Koordinatensystem genullt wurde, kann es auch schon losgehen. Als allererstes plane ich die Oberfläche, aber ich muss dazu sagen, ich mache das mit dem Handrad, also das ist kein Programm, das da abläuft. Das war der verwendete Planfräser. Machen wir weiter mit der Kontur und den Sechsecken. Der 6 mm Holzschrupfräser ist fertig und jetzt folgt die Gravur mit einem Gravierstichel. Ich möchte nicht, dass das blaue Epoxy sich durch die Holzfasern zieht und dann zu sehen ist. Deswegen tue ich mit klarem Epoxy die Holzfasern versiegeln. Als nächstes folgt das blaue Epoxy. Ich muss aber dazu sagen, dass die verwendeten blauen Pigmente viel zu viel Licht schlucken und dass man später kaum noch etwas sehen wird. Und ich deswegen gezwungen war, von oben viel wegzunehmen. Das Epoxy ist ausgehärtet und wir machen weiter mit der Unterseite. Als erstes folgt die Tasche für das Plexiglas. Als nächstes die Tasche für die Powerbank. Das Freiräumen für die Elektronik und der LED darf natürlich auch nicht fehlen. Diese Nut ist dafür da, um die Leitungen verlegen zu können. Das war übrigens der verwendete Fräser. Ja, und dieser 4 mm Downcut Fräser macht die Nut für die Dichtschnur. Mit der Nylonbürste wird alles gereinigt und dann geht es an die Elektronik. Hier kann man schon zwei fertige Module sehen. Und so wird das Ganze ausgeliefert.
Es sind fertige Module, die völlig autark arbeiten. Man bricht die einfach aus der Platine und muss sie mit solchen Adapterleitungen miteinander verbinden. Die zweite Leitung besteht aus der LED und der Antenne. Hier kann man nochmal sehen, wie die Module auf Berührung reagieren. Das sind diese Module und hier kann man sie bestellen. Und nein, ich werde nicht gesponsert, ich habe sie ganz normal bezahlt. Anscheinend gab es einen Modellwechsel, ich habe noch solche quadratischen. Kommen wir zur Montage. Ich starte mit der Antenne. Ich biege das Kupferstück einfach um diesen runden Steg und fixiere das Ganze mit Heißkleber. Ich muss dazu sagen, ich kannte schon vorher das Maß von der Antenne und habe dann einfach diesen runden Steg entsprechend dimensioniert, damit es perfekt drumherum gewickelt werden kann. Nachdem die Antennenleitung fixiert wurde, kommt die Elektronik und abschließend die LED. Diese Arbeit hat irgendwie keinen Spaß gemacht. Man muss viel Zeit mitbringen und wirklich immer warten, bis der Heißkleber komplett ausgehärtet ist. Und jetzt in Zeitraffer nochmal die Montage der anderen Module. Kommen wir zum Plexiglas auf der Rückseite. Wie immer muss natürlich das Koordinatensystem definiert werden und dann kann es auch schon losgehen. Übrigens, die Gravur wird spiegelverkehrt auf der Innenseite eingraviert, damit es zwar sichtbar, aber nicht erspürbar ist. Wie bereits erwähnt, schluckt das blaue Epoxy zu viel Licht, deswegen nehme ich von oben nochmal ein paar Millimeter runter. Und muss natürlich auch die Gravur erneuern. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden und ich finde, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ja, bleibt dran, wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze in Fusion gemacht wird. Bis gleich. Ja, wir starten wie immer mit der Konstruktion. Ich springe in der Timeline einfach mal nach hinten. Ich habe hier mein Brett gezeichnet. Ich muss dazu sagen, ich habe das so ein bisschen vom Rohteil abhängig gemacht. Ich habe so, das hier sind 600 mm. Ich habe 650, meine ich, oder sowas. Habe ich einfach auf 600 auf 300 einfach festgelegt. Okay, dann habe ich hier mal so ein Sechseck eingezeichnet, einfach mir mal so mal ein Gefühl zu bekommen und mir das mal vorstellen zu können. Das Ganze entsprechend dimensioniert und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal gezeichnet. Man muss aber dazu sagen, ich habe ja nur 7 gezeichnet, weil ich brauche ja den Platz für den Akku. Ich habe versucht, den Akku hier irgendwie einzubauen, aber das hat einfach nicht funktioniert. Als nächstes habe ich das Ganze projiziert. Aber ich zeige gleich, warum ich das gemacht habe. Nämlich, wenn man die Sache hier projiziert, ist es leichter, das anzuklicken. Weil hätte ich das auf dem hier gemacht, müsste ich jedes einzelne Element anklicken. Und so bin ich hingegangen, habe einfach hier Doppelklick drauf gemacht, hier Doppelklick, hier Doppelklick und so weiter und habe einfach diese Kontur übertragen. Und das war dann viel leichter zu extrudieren. Okay, dann habe ich das Ganze, also einen Körper erstellt. Hier das Epoxy, hier Epoxy blau. Man kann schon sehen, das war auch so der Plan, man hat es ja im Video gesehen. Ich gehe nicht bis ganz nach unten,
lasse somit eine Tasche, weil sonst müsste ich es ja von unten wieder abdichten. Mache hier mein Klar-Epoxy rein und dann später das Blaue oben drauf. Und dann plane ich ja von hinten wieder, mache dann von hinten wieder diese Tasche. So, dann kann man hier sehen Plexi-Akku. Hier habe ich mal den Akku dimensioniert, das Plexiglas. Kannst du mal zeigen, wie das aussieht. Habe hier so ein bisschen Luft gelassen von 1,5 mm. Und genau, einfach alles so dimensioniert. Hier sieht man auch schon die erste Bohrung, damit das alles passt. Dann habe ich weiß es gar nicht, ja genau, hier die Tasche hinein extrudiert und hier kann man auch sehen, jetzt entsteht diese Verbindung. Also jetzt würde quasi das Epoxy schweben. Hat sich ja mit dem Holz verbunden und deswegen entstehen hier diese einzelnen Waben. Als nächstes habe ich das Plexiglasstück extrudiert. Dann ich springe mal gerade wieder zurück. Hier die Tasche für den Akku. Dann das Wort gezeichnet und extrudiert. Also ich muss sagen, das sind alles Basics. Da war jetzt nichts dabei, wo ich sage, hui, das hat mich jetzt hier irgendwie an die Grenze gebracht. Das war ein bisschen Fleißarbeit. Also Fleißarbeit im Sinne von diese Sechsecke so zu dimensionieren und auch, ich glaube, vielleicht wird man es ein bisschen besser sehen. Okay, ich habe den Akku gemacht. Genau. Diesen Steg hier, diesen Kreissteg zu dimensionieren, dass die Elektronik hier reinpasst. Das war aber alles mehr Fleißarbeit, also jetzt nicht sonderlich herausfordernd. Okay, dann habe ich hier so eine Nut eingezeichnet. Da habe ich einfach, wie man es schon sieht, so ein paar Linien. Das bräuchte mich eigentlich gar nicht, das war so ein bisschen Reserve. Da habe ich einfach so die ganzen Linien eingezeichnet und entsprechend hinein extrudiert. Manche haben zwei, manche brauchen nur eins, weil das war das letzte Stück, braucht halt nur einen Eingang. Der hier braucht einen Eingang und Ausgang. Genau. Dann hier nochmal zur Sicherheit habe ich nochmal was hinzugefügt, aber das wurde nie genutzt. Hier nochmal den Steg, hier kommt ja die Versorgung für das erste Modul. Dann wird das Ganze noch gerundet an mehreren Stellen, hier. Und Skizze 11, was war das nochmal? Ach ja, genau. Das war das Plexiglas, müsste es eigentlich sein. Achso, ne, das ist die Dichtschnur. Die Nut für die Dichtschnur. Und hier nochmal das Wort. Was ich in dem Video vorhin gemeint habe, ist, ich glaube, jetzt kann man es ganz gut sehen. Genau. Diese Seite hier, also die Außenseite, die ist glatt. Man spürt das nicht. Denn ich habe das auf diese Seite eingefräst. Deswegen kann man es auch von dieser Seite sehen, aber nur von dieser Seite spüren. Genau. Wie gesagt, nichts Wildes. War bis auf diese Sechsecke zu dimensionieren relativ schnell gemacht. Und deswegen machen wir gleich weiter mit der Fertigung. Wir starten mit dem ersten Setup oben. Dann machen wir hier zuerst eine Kontur. Zuerst Schrubb, dann schlicht. Ich springe jetzt einfach mal durch die ganzen Fenster. Vielleicht ist für den einen oder anderen was dabei, dann könnt ihr euch einfach das übertragen. Ich muss sagen, das war ganz gut. Was ich vielleicht auch erwähnen muss, wenn ich gemerkt habe, der Fräser könnte an der einen oder anderen Stelle etwas schneller fahren oder schneller eintauchen, da habe ich es schon korrigiert. Also das ist schon das fertige Programm. Wie man das auch, ich sag mal, duplizieren könnte. So, hier mache ich ja dann die ganzen Waben. Wir picken uns gerade einmal eins raus. Das ist so ein Dreischneider, so ein Schrubbfräser von Wooden Science. Der ist wirklich sehr, sehr gut. Hat mir wirklich sehr gefallen. Genau, ich weiß auch gar nicht, was ich da jetzt groß erzählen soll. Da nehme ich Tiefenschnitte 2 mm weg. Hier bleibe ich mal 1,8 mm weg. Ja, eigentlich alles Basics. Hier tauche ich mit 10 Grad ein, also schon aggressiv. So, nachdem das getan wurde, kann geschlichtet werden. Ich überlege gerade, vielleicht blende ich mal das Epoxy aus, dann kann man es vielleicht ein bisschen besser sehen. Genau.
Also da mache ich immer so Schub, nochmal so einen Schlichtgang. Wir picken uns gerade mal den hier, schauen uns gerade mal den hier an. 6,5 nochmal, genau. Und nochmal hier. Ich glaube, das ist so dann der finale Schliff. Genau. Und hier kann man sehen, ich bleibe 2,8 mm von unten weg. So. Jetzt nach dem ersten Setup, beziehungsweise nach dem zweiten Setup, das ist eine ganz normale Gravieroperation mit so einem genau 60 Grad Festool-Schneider, Festool, Gravierspitze. Hier kann man eigentlich nichts groß ändern. Und jetzt würde das Epoxy kommen, das Klar-Epoxy. Okay, ich habe hier nochmal eine Gravieroperation. Achso, das war genau das erste Mal. Dann habe ich es nochmal machen müssen, weil ich habe ja von oben noch ein paar Millimeter weggenommen, weil das blaue Epoxy so viel Licht geschluckt hat. Okay, hier sieht man dann Plan ist nochmal. Und hier kann man auch sehen, dass ich ein bisschen was wegnehme. Aber das war schon diese Korrektur, ich habe das nur hier hinzugefügt. Machen wir gerade weiter mit unten. Plexiglas und Akku blende ich mal aus, denn das brauchen wir nicht. Auch da passiert relativ viel. Zuerst diese Tasche, wieder mit dem Dreischneider. Das ist die Geometrie. Kann man sehen, 6 mm. Mit dem Rohteilaufmaß, also ich bleibe 0,4 von der Wand weg. Genau, und 8 Grad tauche ich ein. Rampensicherheitshöhe reduziere ich in letzter Zeit ganz stark, weil mir diese kreisende Bewegung einfach auf die Nerven geht, weil der kreist dann so in der Luft rum, das finde ich echt blöd. Deswegen, man kann mal sehen, das sind diese 0,2 mm, also da taucht relativ schnell ins Material ein. Ist natürlich ein bisschen gefährlich, weil wenn hier was rausstehen würde, würde er sofort kollidieren, aber ich sag mal, wenn man weiß, was man macht, dann passt das schon. Dann nochmal eine Kontur, um gerade nochmal die Wand schön sauber zu machen. Auch da klicke ich einfach mal so durch. Gut. Dann die Tasche für den Akku. Das sind die gleichen Einstellungen. Oh, nee, ich zeig's doch lieber. Alles identisch. Hier die Durchgänge. Tiefenschnitte mache ich überhaupt keine. Also ich mache das alles in Eingang. Dafür halt die Querzustellung ein bisschen reduziert auf 2 mm. Genau. Und nochmal der Schlichtgang. So. Dann, das zeige ich euch gerade mal an einem einzigen. Nehmen wir gleich den ersten. Ich habe hier das Problem gehabt, dass wenn ich das so anklicke, dass er dann sowas macht. Also man kann sehen, der würde immer wieder ins Epoxy reinfahren. Ja, hier kann man sehen, er würde immer wieder mein Epoxy kaputt machen. Deswegen, jetzt nehme ich eins, was ich noch nicht kaputt gemacht habe. Klickt man einfach diese Kontur an und sagt, du bleibst aber innen. Diese Kontur, du bleibst außen. Und diese Kontur auch außen. Und dann sieht das so aus. Dann macht er genau das, was wir machen möchten. Also er beschädigt nicht mein Epoxy, bleibt aber schön innen drin. Und anschließend nochmal die Kontur ausgewählt und nochmal so einen schönen Schlichtgang gemacht. Einfach damit die Wände schön sauber sind. Okay. Das mache ich natürlich hier mit jeder Wabe. Anschließend folgt die Kontur. Aber auch da nichts Wildes, genau der gleiche Fräser. Habe ich einfach die Linie angeklickt. Und ich glaube, Fusion hat das standardmäßig schon erkannt. Du willst innen bleiben und nicht außen. Na, jetzt habe ich verklickt. Und genau, das hat man im Video gesehen, wie er da einmal sauber durchfährt und mir diese Nut erzeugt. Sah auch sehr schön aus. Vielleicht könnte man da ein bisschen schneller eintauchen und ein bisschen langsamer im Vorschub. Das könnte man vielleicht, wenn man auf ganz hohem Niveau jammern möchte. Aber ansonsten war ich sehr zufrieden. Als nächstes bohre ich. Das ist ja nur ein 5 mm Bohrer. Beziehungsweise
ich habe hier einen Bohrer ausgewählt, aber in Wirklichkeit lasse ich einfach den 6 mm Fräser drin. Man kann leider nicht mit einem Schaftfräser bohren. Finde ich ein bisschen blöd gemacht, also man müsste hier irgendwie so zirkular eintauchen oder ähnliches. Finde ich echt blöd, weil es gibt auch Schaftfräser, die haben eine Geometrie, beziehungsweise haben ja fast alle eine Geometrie zum Eintauchen. Warum soll ich auch nicht mit dem bohren können? Finde ich wirklich sehr, sehr blöd. Deswegen habe ich gesagt 5 mm Bohrer, aber in Wirklichkeit dann 6 mm einfach drin gelassen. Und so bohre ich mit dem normalen Schaftfräser. Genau. Ich glaube, das sind die Einstellungen eigentlich, um Alu zu bohren. Und ich war zu faul, hier einfach was zu ändern, habe es einfach so stehen gelassen. Genau, aber das sind eigentlich die Einstellungen, um in Alu zu bohren. So, abschließend nochmal dieser 4 mm Downcast-Fräser. Das sind die Schnittdaten. Das ist die Geometrie. Die Nut ist, glaube ich, 4,2 oder 4,5 mm. Das Problem ist, ich kann hier diese Innennut nicht anklicken. Man sieht, das Epoxy ragt so etwas hinein. Deswegen habe ich ein bisschen getrickst, indem ich einfach sage, diese Kontur ist noch in Ordnung. Aber wenn er die zweite Kontur durchfährt, klicke ich aber wieder das hier an und korrigiere über das Rohteilaufmaß 0,8 mm, ziehe ich den Fräser einfach ein bisschen weiter rein. Weil ich, wie gesagt, das hier nicht anklicken kann. Okay, das war unten. Jetzt machen wir weiter mit dem Plexiglas. Einmal mit dem Nullpunkt unten. Ich halte das Ganze ja mit dem Vakuum fest. Und da, fangen wir von vorne an. Also hier sieht man einen Einschneider, in Klammern nur Plastik, also das ist speziell für Plexiglas von Frazerbit. Also der ist wirklich sehr, sehr gut. Da schmiert nichts, da schmilzt nichts. Bin total begeistert. Als Geometrie habe ich das hier ausgewählt. Und als Höhe sage ich, du bleibst für 0,5 mm vom Boden weg. Das ergibt so einen ganz leichten Steg, aber ich muss sagen, mit so einem Cuttermesser kann man das sauber anfasen. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Genau, das sind die ganzen Einstellungen. Als nächstes Nullpunkt oben. Der gleiche Fräser. Und ich muss dazu sagen, ich habe die Schrift immer größer gemacht. So lange, bis dieser 6 mm Einschneider hier reinfahren konnte. Ich war zu faul, das Werkzeug umzuspannen. Habe aber auch keine Lust gehabt, mir Gedanken zu machen, welchen Fräser nehme ich jetzt. Dachte ich mir, hopp, der ist schon eingespannt, das wird schon passen. Und wie gesagt, die Schrift einfach immer weiter vergrößert, bis es gepasst hat. Genau, ich glaube, die Gravur selbst ist 1 mm. Und so sage ich ihm vom Rohteil Oberkante bis ausgewählte Kontur. Die ist ja da unten. Und da taucht ihn mit einer Spirale ein, 5 Grad, das war eigentlich ganz gut. Das hier habe ich ganz gern, die 0,2 mm. Das ist dann einfach, dass er hier unten, wenn er fertig ist, dass er nicht an der Wand hier kratzt, wenn er ausfährt, sondern im Radius, also ein bisschen von der Wand weg und dann hochfährt. Aber man kann sehen, das sieht eigentlich ganz gut aus. Hat mir auch ganz gut gefallen. Ich muss sagen, was die Fertigung angeht, ja, war da jetzt nicht so viel Neues dabei. Aber es hat Spaß gemacht. Ich finde, das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Es hat mir wirklich riesen Spaß gemacht. Ich glaube, das mache ich auch nochmal. Und sage, wir sind am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.